Hallo allerseits und willkommen zum ersten Update-Video des Jagdpanzer IV Bodybuilds, den ich zusammen mit Panzermeister 36 hier auf YouTube unternehme. Falls ihr den Panzermeister 36 noch nicht kennen solltet, was ich fast nicht glauben kann, dann schaut einfach mal auf seinem Kanal vorbei. Ist wirklich interessant, was der macht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir bauen beide denselben Bausatz, nämlich den 2015 erschienenen Jagdpanzer IV L48, Juli 1944 Produktion, mit Zemerit von Dragon. Bausatznummer ist 6369. Trotzdem sind unsere beiden Modelle sehr unterschiedlich. Der Panzermeister 36 hat sich dazu entschieden, eine L70 Variante mit dem langen Geschützrohr zu bauen, und ich bin bei der L48 Variante geblieben, was erstaunlicherweise etwas schwieriger umzusetzen ist, obwohl der Bausatz eben eigentlich eine L48 Variante darstellen soll, aber dazu gleich mehr. An und für sich ist der Bausatz sehr schön detailliert und passt auch hervorragend zusammen, also da gibt's nichts zu meckern. Ich habe nur einige Zurüstteile verwendet, das möchte ich gleich am Anfang mal auflisten. Und zwar habe ich ein Alurohr mit Resin-Geschützblende von Voyager verwendet. Die seitlichen Kettenschürzen, die sind von Aber fotogeätzt, und anstatt der im Bausatz beinhalteten DS-Ketten habe ich von Dragon übrige Magic Tracks verwendet. Außerdem war noch dieses dünne Heftchen über den Jagdpanzer IV recht hilfreich. Das ist von Kagero aus der Top Drawings Reihe. Wie gesagt, sehr dünnes Heftchen, aber da sind die kleinen Unterschiede in den Baureihen recht gut dargestellt und man bekommt auch noch einige Farbprofile mit dazu. Ist, finde ich, eine ganz nette Quelle für ein bisschen zusätzliche Informationen und auch für ein bisschen Inspiration, wenn es um die Lackierung geht. Kommen wir nun zu der Montage des Bausatzes. Hier gibt es wirklich einiges zu erklären. Grundsätzlich, wie schon gesagt, der Bausatz passt hervorragend zusammen und ist schön detailliert, aber es wäre kein Dragon-Bausatz, wenn es nicht ein paar kleinere Probleme gäbe. Und auch die Bauanleitung hat so die üblichen Macken. Das sind zum Beispiel einige Bauteile falsch bezeichnet. An der Unterwanne betrifft es die Tankdeckel. Die werden in der Bauanleitung als A16 und A17 bezeichnet. Die eigentlichen Teile sind aber A19 und A18 und auch der untere Teil des Zugmauls hinten am Heck. Da steht in der Bauanleitung H54, das sollte man aber B54 verwenden. Was an dem Bausatz auch ganz interessant ist, ist die Möglichkeit, das Fahrwerk auch beweglich zu bauen. Die Bauanleitung nimmt da keinen Bezug drauf, aber das ist relativ einfach. Und zwar entfernt man da einfach nur an den Bauteilen A38 bzw. A39 diese Stifte und dann auch an den korrespondierenden Deckeln A42 bzw. A43 und klebt dann eben dieses Federpaket oder diesen Rollwagen da drin eben nicht fest, und dann kann der sich ein bisschen bewegen und somit könnte man dann das Fahrwerk eben auch an den Untergrund anpassen. Ich habe jetzt hier darauf verzichtet, da ich mein Modell nur auf ebenem Untergrund darstellen möchte. Die weiteren Bauschritte, die Schutzbleche, das Motordeck und auch den gepanzerten Aufbau eben umfassen, das lief alles problemlos. Da kann man der Bauanleitung eigentlich ganz gut vertrauen und da war auch nichts falsch bezeichnet, soweit ich das erkennen konnte. Auch da wieder Passgenauigkeit sehr gut, Detaillierung sehr gut. Hat wirklich Spaß gemacht und das Ganze sieht ganz ordentlich aus. Auch die Werkzeuge am Motordeck, die kann man problemlos verwenden. Die Werkzeughalterungen sehen sehr schön aus, obwohl sie eben schon angegossen sind. Da finde ich, braucht es eigentlich nicht, dass man da Fotoetzteile oder 3D gedruckte Teile verwendet, um das irgendwie aufzuwerten, weil so wie es aus der Schachtel kommt, sieht es eigentlich schon prima aus. Für die Halterung für die Ersatzkettenglieder schlägt der Bauplan zwei Varianten vor, eine schmälere und eine breitere Halterung. Für die L48 Variante sollte man eigentlich die breitere Variante verwenden. Der Aufbau bzw. die Kasematte, wie man es eigentlich bezeichnen würde, baut sich sehr einfach, ist auch schön detailliert und man hat hier auch einige Optionen. Man kann nämlich oben am Dach auch diverse Luken offen darstellen. Das finde ich ist immer eine attraktive Option, gerade für den Dioramenbauer. Ich habe jetzt hier nur die Kommandantenluke offen dargestellt und vorne diese kleine Luke, wo eben dann das Scherenfernrohr rausguckt.
Weiterhin haben wir die Option, die Nahverteidigungswaffe hier einzubauen. Das ist eigentlich nur repräsentiert durch so eine kleine Abdeckung auf dem Dach. Alternativ gibt es da einfach nur einen verschraubten Deckel. Ich war mir nicht sicher, wie das bei der L48 war und habe mich daher dazu entschieden, einfach nur den verschraubten Deckel zu verwenden. Innenraumdetails gibt es bei dem Fahrzeug nur sehr wenige, nämlich eigentlich nur Funkgeräte und ja, ganz rudimentär dargestellt der Verschluss der Hauptwaffe. Das sind aber alles Sachen, die man später eigentlich kaum sehen kann, deswegen habe ich das hier sehr einfach gehalten bzw. auch weggelassen, wo es eben ging. Einige Teile müssen für die L48 ein bisschen angepasst werden, das wird aber in der Bauanleitung auch genau erklärt. Betrifft eigentlich nur ein paar kleine Stellen am Motordeck und am Dach der Kasematte, wo ein paar kleinere Löcher verspachtelt werden müssen oder auch ein paar aufgeprägte Details einfach heruntergeschliffen werden müssen. Ja, sind Kleinigkeiten, die wie gesagt auch in der Bauanleitung genau erklärt sind. Bis zu diesem Punkt läuft der Zusammenbau eigentlich ganz planmäßig und normal. Ja, nichts Besonderes oder Schwieriges. Aber dann kommt eben das Geschützrohr an die Reihe und das ist bei dem Bausatz leider ein ziemlicher Knackpunkt, wie ihr gleich sehen werdet. Das Hauptproblem ist nämlich, dass der Grundbausatz eigentlich diese langrohrige L70-Variante darstellt. Der Bausatz kam zuerst auf den Markt und erst einige Jahre später hat dann Dragon versucht, auf diesen Grundbausatz eben eine L48-Variante draufzusatteln. Leider haben die Herren bei Dragon entweder aus Unwissenheit oder aus Bequemlichkeit den großen Fehler hier eingebaut. Wie gesagt, es ist eigentlich eine L70-Variante und die haben schlichtweg einfach das L70-Rohr gekürzt auf die L48-Länge. Leider führt es dazu, dass das Kanonenrohr dann völlig falsche Maße hat, denn das L70-Rohr ist wesentlich dicker, weil es ja auch viel länger ist. Und wenn man das dann kürzt, dann bekommt man ja eher eine 10,5 cm Haubitze heraus als eine 7,5 cm Pack. Also das sieht vogelwild aus und ja, kann man so überhaupt nicht verwenden. Deswegen ist es da notwendig, dieses Rohr zu ersetzen, zum Beispiel eben durch ein Alurohr. Wenn man jetzt aber so ein korrektes Alurohr verwendet, hat man das Problem, dass diese Saugkopfblende natürlich überhaupt nicht passt. Weil da ist der Durchmesser ja viel größer, weil ja auch das Rohr, was da reingehört, eigentlich viel größer ist vom Durchmesser her. Und das ja, lässt sich so einfach nicht verbauen. Also das funktioniert nicht. Völlig falsche Maße, völlig falsche Durchmesser. Das ist enorm ärgerlich und ja, zieht einfach so einen Rattenschwanz hinter sich her. Glücklicherweise hat Voyager bei seinem Alurohr auch gleich eben eine neue Resin-Saugkopfblende mit dazu. Die hat aber keine Zimmerit-Beschichtung drauf. Also ihr seht's, das eine kommt zum anderen, ist wirklich ärgerlich. Das ist auch der Grund, warum der Panzermeister 36 sich dazu entschlossen hat, die L70-Variante zu bauen, weil da hat er dieses Problem eben nicht, weil eben die Geschützblende des Bausatzes zum Rohr eben passt. Ja, und dann sind eben nur kleinere Änderungen notwendig bei den Werkzeugen und so weiter. Das ist verhältnismäßig einfach. Ich musste da, wie ihr eben schon seht, ein bisschen mehr tun, um eben hier eine L48-Variante zu bekommen. Das Hauptproblem, was es zu lösen galt, war die Zimmerit-Beschichtung der Saugkopfblende. Ich habe eben das Resinteil verwendet und habe da eben das Zimmerit selbst aufgetragen. Dazu habe ich Milliput verwendet. Ja, war mein erster Versuch, mein eigenes Zimmerit herzustellen. Deswegen ist es nicht ganz perfekt geworden, aber ja, man muss einfach mal anfangen und es üben. Hilft ja nichts. Die Schwierigkeit war erstmal, diese Milliput-Masse da gleichmäßig dick eben auf das Teil zu bringen. Ist gar nicht so leicht tatsächlich. Das Zimmerit-Muster an sich habe ich dann mit einem kleinen Schraubenzieher da eben eingedrückt. Obwohl das Bauteil so klein ist, hat es wirklich lang gedauert und war echt mühsam. Also ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, bei einem ganzen Modell den Zimmerit-Belag selbst herzustellen. Also keine Chance, das wird mir überhaupt keinen Spaß machen. So, das nächste Problem war dann aber, wie ich eben das Alurohr mit der Resin-Saugkopfblende
eben am Fahrzeug befestigen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil diese Formgebung ist ja irgendwie ziemlich rund und nichts ist gerade und ja, es soll aber trotzdem mittig sitzen und einigermaßen eine vernünftige Position haben. Also das ist gar nicht so einfach. Ich habe dann zuerst einmal den Ansatz des Geschützrohres, was eben im Fahrzeug drin ist, ein bisschen gekürzt. Hat einfach damit zu tun, weil das ein bisschen länger ist eigentlich, weil ja da diese Plastik-Saugkopfblende da so ein bisschen sich drüber stülpt. Kann ich jetzt bei dem Resin-Teil natürlich so nicht machen, weil da sind die Formen innen einfach ganz anders. Das hatte dann aber zur Folge, dass ich mehr oder weniger gar keine Klebefläche mehr hatte, um diese Saugkopfblende dann irgendwie an dem Rohr im Fahrzeug zu befestigen. Und es war gar nicht so leicht. Ich habe mich dann dazu entschlossen, von dem völlig falschen Plastikkanonenrohr den hinteren Teil abzusägen und eben einfach stumpf an diese Resinblende innen anzukleben und da eben zu schauen, dass das alles gerade ist und in der Flucht ist. Ja, und das hat es mir dann ermöglicht, diese ganze Baugruppe dann in diese Geschützaufnahme eben so einzuschieben. Und das sieht ziemlich gut aus. Relativ professionelle Lösung, glaube ich. Und finde ich, ist ganz gut. Also so kann man das dann eben vernünftig befestigen am Ende, ohne dass es irgendwie kacke aussieht. Damit war das Hauptproblem des Bausatzes gemeistert. Ihr seht, das ist gar nicht so ohne. Also wenn ihr den Bausatz auch mal bauen wollt als L48-Variante, dann seht euch vor. Also ich habe es euch gesagt, was zu tun ist. Ich hoffe, ihr könnt es dann einigermaßen nachvollziehen und es eben auch entsprechend so umsetzen an eurem Modell. Ab da wurde es wieder einfacher und auch etwas spaßiger, würde ich mal sagen. Ich habe mich dann um die Schürzen gekümmert. Dafür habe ich wie erwähnt, fotogeätzte Schürzen von Aber verwendet. Die sehen einfach wesentlich schöner aus als die im Bausatz beinhalteten Plastikschürzen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich aber dennoch die Plastikhalterungen verwendet. Also sowohl am Fahrzeug als auch an den Platten selber. Ich finde, es ist einfach ein bisschen pflegeleichter und hält auch besser. Für die Ketten habe ich dann ersatzweise Dragon Magic Tracks verwendet. Die hatte ich über in meinem Depot, in meiner Restekiste. Und die sind natürlich wesentlich besser als diese schrecklichen DS-Ketten. Die mag ich überhaupt nicht. Da sind Magic Tracks auf jeden Fall die bessere Wahl. Man kann alternativ natürlich auch irgendwelche 3D-gedruckten Ketten nehmen, Resin-Ketten oder auch Zinnketten. Was auch immer ihr verwendet, alles ist besser als diese DS-Ketten, zumindest nach meinem Empfinden. Die Magic Tracks brauchen auch ein bisschen Liebe und Nacharbeit. Auf jedem Kettenglied sind so kleine erhabene Auswerfer drauf. Die sind aber leicht zu entfernen. Da geht man einmal oder zweimal mit der Feile drüber und dann sind die weg. Und dann habe ich die mit Revell Contacta Professional eben verklebt zu einem ganzen Strang. Und während der Kleber noch so einigermaßen weich war, habe ich dann die Ketten aufs Fahrwerk aufgezogen und eben entsprechend dann posiert. Also den Kettendurchhang habe ich eben mit Ohrenstäbchen so simuliert, die stecke ich da immer so dazwischen rein, dass eben dann die Form stimmt und lasse es dann eben so trocknen. Und das ermöglicht mir das dann, die Ketten später wieder abzunehmen, und zwar an einem Stück. Geht dann relativ gut, wenn man dann eben hier die Enden nicht so verklebt, kann man die Ketten dann hier so wieder rausziehen und eben entsprechend separat lackieren. Also das ist eine ganz pflegeleichte Sache, würde ich sagen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein bisschen Zuladung hinzugefügt, damit das Fahrzeug ein bisschen individueller aussieht. Relativ einfach. Hier eine kleine Resinkiste aufs Motordeck geschmissen. Aus Bleifolie habe ich so eine kleine Plane gemacht. Ersatzkettenglieder, das sind auch wieder die Magic Tracks. Und dann habe ich auch noch ein Abschleppseil hier hinten so rumgewickelt. Der Jagdpanzer 4 hat an und für sich keine Staumöglichkeit für so ein Abschleppseil, aber ich habe eben auf einem Vorbildfoto eben diese Art der Unterbringung eben gesehen und ich fand es ganz interessant, das hier auch aufs Modell zu bringen.
Ja, und die letzte kleine Änderung, die ich noch hinzugefügt habe, ist hier vorne für das Licht, für den Scheinwerfer, eben die Stromleitung. Ja, die ist nicht beinhaltet, kann man aber sehr leicht aus Draht biegen. Gut, damit wäre der erste Schritt in diesem Projekt getan, nämlich der Zusammenbau des Jagdpanzer IV Bausatzes. Der Panzermeister 36 und ich werden euch natürlich weiterhin mit regelmäßigen Update-Videos auf dem Laufenden halten, wie es damit weitergeht. Wir haben nämlich auch vor, dafür ein Diorama zu bauen mit Figuren und es kommt auch noch ein zweites Fahrzeug mit dazu. Ja, und dann seht ihr natürlich weiterhin, wie wir aus demselben Bausatz, was doch recht unterschiedlich ist, zaubern am Ende. Ich glaube, das ist ganz spannend. Termindruck herrscht keiner, wir machen einfach mal und ja, wenn es fertig ist, ist fertig. Also ja, lasst euch einfach mal überraschen und wie gesagt, ihr werdet jetzt in Zukunft noch öfter einige Update-Videos hierzu eben sehen, wo wir eben genau wie jetzt so ein bisschen grob erklären, was wir eben gemacht haben. Gut, das wär's fürs erste Update. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, schaut bitte beim Panzermeister 36 vorbei, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.